Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück. Heute wollen wir uns wieder mit Kotlin für alle beschäftigen. Das heißt, wir haben im normalen Blog, also für Neueinsteiger zum Programmieren, haben wir Funktionen behandelt. Funktionen in Kotlin sind relativ simpel und unterscheiden sich eigentlich wenig von anderen Programmiersprachen. Jetzt gibt es allerdings natürlich auch bei Funktionen Sachen, die Kotlin macht, die andere Programmiersprachen nicht unbedingt haben oder die andere Programmiersprachen anders machen. Und deswegen, damit fangen wir dann heute an, damit die Umsteiger auch wissen, was sie erwartet. So, zunächst einmal wollen wir eine Funktion haben. Wir nennen die Funktion einfach mal add und die soll uns was ausgeben, damit wir eine Funktion haben, damit wir alle quasi wissen, was los ist. Und zwar wollen wir 5 und 3 addieren. Genau, und jetzt müssen wir logischerweise die Funktion add schreiben erstmal, das heißt Funktion add. So, wir wollen zwei Parameter haben, einmal a vom Typ Integer, einmal b vom Typ Integer. Und ausgeben wollen wir auch wieder den Typ Integer. Und wir geben einfach nur return a plus b zurück. So, und das ist im Endeffekt unsere ganze Funktion. Und ich habe diese Funktion offensichtlich schon mal geschrieben in einem anderen Paket, nämlich in Kotlin for All. Whoops. Da nennen wir die Funktion ProAdd. Man sollte Funktion natürlich nur einmal so haben, dass der Name sich im Endeffekt nicht im Weg steht. So, das ist eine Standardfunktion. Und das haben wir in den letzten paar Videos gemacht. Die macht im Endeffekt jetzt nichts weiter, als zwei Zahlen zu addieren. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, wovon wir wieder reden. So, das so als kleine Wiederholung. Jetzt wollen wir natürlich hier Default-Argumente setzen. Und Default-Argumente bedeutet, wenn man hier keine Argumente angibt, also so aktuell muss ich Argumente angeben, sonst wirft mir der Compiler einen Fehler. Logisch. Und ich kann jetzt aber auch hier dafür sorgen, dass einige Argumente einfach Default gesetzt werden. In welchen Fällen ist das zum Beispiel sinnvoll? Gehen wir mal davon aus, dass wir eine Summe über ein Array bilden sollen, ja? Und vielleicht noch irgendwas anderes gemacht werden wird oder sowas. Wir machen irgendwas mit einem Array. Dann können wir zum Beispiel sagen, okay, unser Array ist standardmäßig einfach ein leeres Array. Dann stürzt unsere Funktion wenigstens nicht ab und man kann es auch einfach leer lassen. Zum Beispiel, das ist nur einer von vielen Anwendungszwecken. Es gibt aber auch einfach sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nehmen wir doch einfach mal einen Webbrowser, ja? Dann wäre eine Funktion, diesen Webbrowser zu starten. Dann kann man als Argument eine Webseite übergeben. Das heißt, man wählt direkt diese Webseite beim Starten des Browsers an. Das macht Firefox zum Beispiel so. Ich kann hier in mein Terminal eingeben, Firefox http YouTube oder sowas.com. Da fehlt wahrscheinlich noch ein www vorne dran. So, das kann ich machen, dann öffnet sich Firefox auf YouTube. Werde ich jetzt nicht machen, weil bei Firefox 1 Million Tabs von mir offen sind und ich meine tatsächlich über 100. Aber ja, nur für den Fall der Fälle, dass ich das machen würde, dann würde sich Firefox mit dieser URL starten. Wenn ich allerdings das weglasse, einfach nur Firefox starte, dann startet sich Firefox trotzdem. Und dann haben wir als Default-Argument sozusagen eine leere Webseite. Das heißt, das Ganze hat schon seinen Sinn. Es gibt noch mehrere Anwendungsmöglichkeiten, logischerweise. Ich kann euch aber nicht alle sagen. Es kommt immer auf eure Anwendung drauf an. Und wenn wir so ein Default-Argument machen, dann kann man hier eben diese Funktion aufrufen, ohne einen Parameter zu übergeben. Wir können jetzt auch mal Folgendes machen. Wir können hier tatsächlich ein Array als Typ nehmen. Ups, ein Array. Wobei, nee, wir machen erstmal hier die Default-Werte rein. Da kann man nämlich einfach sagen, ist gleich 42. Das wäre mein erster Default-Wert. Und ist gleich 1337 wäre mein zweiter Default-Wert. Ich muss keinen von beiden angeben. Ich kann das Ganze auch so schreiben. Das ist absolut legitim. Dann muss ich einen Wert hier angeben. Und das wäre mein erster Wert. Nämlich mein a muss ich hier angeben. Dann kommt offensichtlich raus 42 plus 1337. Was einen Fehler hervorbringt? Nein, tut's nicht. Das war gerade eine falsche Fehlermeldung, wenn ihr so wollt. Okay, jetzt kommt natürlich das Ergebnis hier mit 42 plus 1337 raus. Wenn ich jetzt hier auch noch einen Default-Wert angebe, dann muss ich überhaupt keine Parameter mehr angeben. Ich kann aber, das heißt, ich kann hier diese Default-Werte, was bei einer normalen Addition natürlich Schwachsinn ist, aber ich kann diese beiden Default-Werte hier lassen. Und kann aber hier auch sagen, okay, ich möchte ganz gerne 37 statt 42 haben. Also ich gehe dann quasi einfach immer von vorne nach hinten durch. Das hier ersetzt jetzt meine 42. Wenn ich jetzt noch einen Wert angebe, dann ersetzt das meine 1337, also mein B. Ja? So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wie kann ich jetzt zum Beispiel meine 42 bestehen lassen und nur meine 1337 überschreiten? Denn wenn ich nur einen Wert eingebe, dann wird ja offensichtlich hier die 42 überschrieben und nicht die 1337. Was mache ich dann also? Nun ja, ich kann hier hergehen und kann sagen, b ist gleich, zum Beispiel 1, ja. Dann habe ich allerdings natürlich hier
42 immer noch gleich, also A bleibt immer noch gleich und B wird dann überschrieben und ja, ich überschreibe sozusagen einen Wert. Das ist vollkommen okay. Wenn ich jetzt allerdings auch hierher gehe und sage, A ist kein Default-Wert mehr, also ich zeige euch jetzt quasi die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, schon bei 2 Parametern sind das extrem viele, dann muss ich noch einen zweiten Wert angeben, dann muss ich hier auch sagen, okay, mein A ist irgendwas, also zum Beispiel hier 12, genau, 12, und dann B gleich 1. Und damit sage ich zuerst einmal, okay, diese 12 bezieht sich auf mein A, das heißt, mein A wird auf 12 gesetzt und dann setze ich explizit B gleich 1, weil ich leider vergessen habe, an welcher Stelle dieser Parameter B sitzt. Ja? Also ich weiß, dass A der erste Parameter ist, also sage ich hier A ist 12 und bei B sage ich explizit, ja, der Parameter B, den setzt du mal bitte auf 1. Ja? Dann kommt hier offensichtlich 13 raus. Wobei ich natürlich auch hergehen kann und kann sagen, A ist gleich 12. Das wäre dann beide Parameter explizit anzugeben. Das funktioniert genauso, das kann ich jederzeit machen. So, wenn ich jetzt das allerdings vertausche und hier sage, A ist 42 und B muss ich angeben, dann kann ich das immer noch genauso ausführen, wenn ich die beiden Parameter angebe. Ich kann auch hier sagen, so, jetzt möchte ich mal gar nichts mehr machen, aber was ich nicht machen kann, ist, ich kann hier nicht einfach 37 angeben. Das funktioniert nicht, weil das wird einen Fehler geben. Das ist von der vorigen Ausführung, die noch funktioniert hat. Denn jetzt versucht der Compiler Folgendes. Diese 37 sind eigentlich mein erster Parameter. Ja? Das heißt, er versucht die 37 auf A zu setzen. A ist aber der einzige Parameter mit einem Default-Wert drin. Das heißt, ich muss irgendwie B noch setzen. Das heißt, ich muss hier beide Parameter angeben. Ja? Das heißt, ich muss hier 37 und 38 oder halt A und B angeben, damit mein Compiler nicht rummeckert, aber dann bringt mir mein Default-Wert hier überhaupt nichts. Was ich stattdessen machen kann, ist, ich kann explizit sagen, okay, mein B ist das da. Und deswegen habe ich euch diesen Trick gezeigt. Das heißt, mein A ist jetzt immer noch mein Default-Wert, 42, und mein B, das setze ich explizit. Ich kann es aber nicht weglassen, weil mein A eben der erste Parameter ist. Und meine Funktion, wenn ich sie aufrufe, versucht immer von links, also von dem ersten Parameter hier bis zum zweiten rüber zu gehen. Okay, das ist jetzt ein Haufen verwirrender Kram gewesen. Sehr, sehr komplex und kompakt gepackt. Wenn ihr allerdings mit Default-Argumenten arbeitet, ist eine einfache Richtlinie eigentlich. Ihr macht Folgendes. Entweder ihr verseht jeden Parameter mit Default-Werten oder ihr fangt rechts an mit euren Parametern. Das heißt, zuerst B mit einem Default-Wert versetzen und dann, falls ihr noch einen zweiten mit Default-Wert habt, den zweiten oder den links davon auch noch. Wenn ich jetzt 3 Werte habe, dann den in der Mitte. Also immer von rechts auffüllen mit Default-Werten und möglichst links nicht. Dann kann man die Funktion nämlich hier so nutzen. Wenn ich nur 42 angebe, dann wird das automatisch auf das A bezogen hier. Also wird A, kriegt einen Wert. Und B hat immer noch seinen Default-Wert. Wenn ich 2 Werte angebe, das kann ich durchaus machen, dann ist der zweite Wert hier, der überschreibt diesen Default-Wert, ja, den ich schon vorher angegeben habe. Und so funktionieren im Endeffekt Default-Werte. Das ist, wie gesagt, die kleine Richtlinie, die man haben sollte. Jetzt noch eine weitere coole Sache bei Default-Werten. Ihr könnt auch Folgendes tun. Something with Arrays, ja. Ups. Also wir machen irgendwas mit Arrays, wir geben auch nichts zurück, wir machen einfach nur gar nichts im Endeffekt. Genau, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, und jetzt können wir hier unser Array A vom Typ Array sein lassen. Sagen wir ein Int-Array. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein Array als ersten Parameter. Das muss von mir aus gesetzt werden, ist völlig egal. Und unser Parameter 2, also zum Beispiel die Länge, ja, wir nennen den jetzt einfach mal Länge, den definieren wir als int und der bekommt einen Default-Wert, nämlich a.size, okay? Das heißt, wir setzen hier tatsächlich einen Default-Parameter auf etwas, was hier als Parameter übergeben wird. Mein a ist ja definitiv ist auf jeden Fall kein Default-Parameter. Ich habe hier nicht irgendwie leeres Array oder sowas reingeschrieben. Wenn ich meine Funktion aufrufe, Something with Arrays, dann muss ich mein A angeben. Ich muss sagen, A ist gleich, oder ich muss direkt einfach sagen, hier Array of 2, 3 und 4. So, und jetzt geben wir mal hier einfach die Länge aus, Printline Length, ja. Ich setze meine Länge nicht, ja. Ich kann meine Länge hier als zweiten Parameter setzen, wenn ich das möchte. Ich setze sie aber hier nicht. Und
automatisch berechnet sich die Länge als die Größe von diesem Array hier. Und automatisch kommt 3 raus, weil im Endeffekt 3 Werte drin stehen. So, warum sollte man das generell nicht tun? Hier speziell diesen Anwendungsfall, den ich gezeigt habe. Ich wollte euch im Endeffekt nur zeigen, ihr könnt auch auf Attribute von dem, was ihr als Parameter übergebt, als Default-Werte verwenden. Das könnt ihr tun. Aber warum sollte ich generell die Länge nicht als Parameter verwenden? Nun ganz einfach. Nehmen wir mal an, ihr macht hier Folgendes. Wenn ihr durch dieses Array durchgeht, also for i in a, print, nein, halt, stopp, wir wollen das ja über die Länge machen, ups. For i in 0 bis len minus 1 wollen wir a von i ausgeben. So, ja, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Array of 2, 3, 4 macht dann Folgendes, es gibt mir 2, 3 und 4 aus, ich habe kein Printline genommen, also nicht verwechseln hier, es gibt wirklich alles ganz normal hintereinander aus. So, wenn ich jetzt allerdings hier eine Länge angebe, die ich als Parameter wirklich separat angeben möchte, zum Beispiel 5, dann passiert was Furchtbares, und zwar kommt hier ein Exception, weil 2, 3, 4 funktioniert wunderbar, das wär für die Werte 0, 1 und 2. Wenn ich jetzt allerdings die Länge auf 5 setze, dann laufe ich auch noch in 3 und 4 rein, weil ich gehe ja bis Länge minus 1. Und mein Array hier unterstützt keine Werte 3 und 4, weil es hat eben nur 3 Werte insgesamt, also 0, 1 und 2. Und dann haben wir hier offensichtlich einen Array Index out of bounds. Und deswegen sollte man vielleicht die Länge eines Arrays, wenn wir das so verwerten, hier nicht unbedingt als Parameter übergeben. Aber es war ein schönes Demonstrationsbeispiel, das ich euch nicht verwehren wollte. Natürlich muss ich euch diese Warnung gleich mitgeben. Okay, ja, das war's mit Default-Werten in Funktionen, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.